Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es endlich rund und zwar, es geht um die Challenge. Ich verlinke es dir nochmal da oben. Im letzten Video habe ich es genauer besprochen. Ich wurde herausgefordert, 200 Beweise von Eric Dubay zu widerlegen. Und zwar 200 Beweise, die eben eine flache Erde beweisen sollen. Ja, und ich mache mir da einen kleinen Spaß draus und es wird eine kleine Serie. Deswegen abonnierst du am besten gleich die Glocke. Ansonsten gibt es viel zum Verpassen. Ja, und wenn du jetzt neugierig bist, dann bleib einfach dran. Bis gleich. So, 200 Beweise. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, und wer ist eigentlich Eric Dubay? Eric Dubay ist einer der führendsten Flacherdgurus, den so ziemlich jeder, der sich mit der flachen Erde auseinandersetzt, irgendwie kennt. Der hat auch schon ein paar Bücher geschrieben. Eins davon ist zum Beispiel das Flat Earth Fuck, also nicht F-U-C-K, sondern F-A-Q. Ja, das war notwendig, weil die flache Erde-Welt ziemlich sparsam ist mit Informationen, was ihre Theorien betrifft. Deswegen war ich da jetzt gezwungen, mir eins von Eric Dubays Büchern zu kaufen. Ja, das ist jetzt nicht das Buch, worum es heute geht. Ich verlinke es euch trotzdem nochmal, weil da ganz interessante Sachen drinstehen, wenn auch nicht alles, was man eigentlich so wissen muss. Heute geht es um das Buch 200 Beweise eben für eine flache Erde oder warum die Erde kein Globus ist. Das Buch habe ich jetzt leider nur in Englisch gefunden. Ich verlinke es euch trotzdem nochmal und wir werden uns stattdessen eine deutsche Übersetzung von Knopfloch anschauen. Ebenfalls das Video verlinke ich euch auch. Zu dem Buch 200 Beweise von Eric Dubay. Es ist im Prinzip einfach nur eine erweiterte Version von Die flache Erde oder eben 100 Beweise dafür, dass die Erde keine Kugel ist, von William Carpenter aus den 1870ern. Und was halt Eric Dubay gemacht hat, ist, er hat es halt einfach ergänzt durch irgendwelche Sachen, die halt jetzt nur in der modernen Zeit möglich sind, wie zum Beispiel Beobachtungen aus dem Flugzeug. Aber ich will jetzt nicht lang rumquatschen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Beweis. Da ist er. 200 Beweise, dass die Erde keine rotierende Kugel ist, von Eric Dubay. Also bevor wir jetzt richtig loslegen, ich habe mir im Vorfeld ja die 200 Beweise reingezogen. Ich kann nur sagen, das ist wie ein schlimmer Fiebertraum. Aber ich habe es durchgezogen. Da sind mir aber ein paar Sachen aufgefallen, weshalb ich jetzt 5 Spielregeln definiert habe. Und zwar, erste, Beweise müssen stimmig sein. Sprich, die müssen auch mit der physikalischen Welt, so wie wir sie verstehen, vereinbar sein. Und da kann ich zum Beispiel jetzt nicht behaupten, ja, wäre die Erde rund, müsste da jetzt eine Wasserwand im Meer sein oder so ein Schmarrn. Dann Spielregel Nummer 2. Alte Bücher, die irgendwer mal irgendwo aus dem Dachboden kramt, wo fragmentweise drin steht, dass die Erde eventuell doch flach sein könnte, zähle ich kategorisch gar nicht als Beweis, weil das ja gegen allem steht, trotzdem, was ich selbst in der Natur beobachten kann. Also von daher, nur weil es irgendwo in einem alten Buch steht, heißt das schon lange nicht, dass ich jetzt alle physikalischen Gesetze umschreiben muss. Spielregel Nummer 3. Ich verstehe die 200 Beweise von Eric Dubay als Einheitsgrad, auch aus dem Grund, weil die aus einem Kopf stammen und es kann über eine Sache auch nur eine Wahrheit geben. Wenn es jetzt da zum Beispiel in einem Moment heißt, die Sonne befindet sich 5000 Kilometer über der Erdoberfläche und im nächsten Moment ist sie dann aber doch über den Wolken oder in den Wolken, dann sind es 2 Sachen, die sich gegeneinander aufheben, weil es kann nur eine Wahrheit über eine Sache geben. Dann Spielregel Nummer 4. Die Grundlage der Beweise, die muss auch auf Tatsachen beruhen. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, weil in Australien den Leuten nicht das Würstler vom Teller nach oben fällt, weil die ja kopfüber stehen, ist die Erde flach. Also das ist kein Beweis. Dann Spielregel Nummer 5. Beweise, dessen Grundlage sich immer wiederholen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, da müsste in einem stehenden Gewässer eine Wasserwand sein und ich zähle dann im Nachgang 20 verschiedene Gewässer auf, dann fasse ich die natürlich alle als Schrott zusammen und
fallen dann dementsprechend auch raus. So, jetzt haben wir die Spielregeln geklärt. Ja, ich habe heute noch eine Assistentin dabei, und zwar die Amy, die hilft mir dabei, das alles ein wenig, ja, so darzustellen, dass es selbst ein 5-jähriges Kind verstehen müsste. Ich denke, sogar da werde ich bei den Flacherdlern scheitern, aber ich versuche es trotzdem nochmal und dann zeige ich euch schon mal den ersten Beweis. 1. Der Horizont erscheint dem Betrachter stets vollkommen flach, 360 Grad um ihn herum, egal in welcher Höhenlage. Sämtliche Amateur-, Heißluftballons, Raketen, Flugzeuge und Drohnen zeigen bis über 32 Kilometer Höhe einen vollständig flachen Horizont. Nur die NASA und andere Raumfahrtagenturen zeigen auf ihren computeranimierten Fotos und Videos eine Krümmung. Ja, die Kernaussage bei dem ersten Beweis in Anführungsstrichen ist, der Horizont erscheint stets als flach. Ja, das stimmt sogar, dann kann ich nichts entgegensetzen. Aber die Flacherde-Welt geht davon aus, wäre die Erde ja eine Kugel, müsste man zwingend eine Krümmung sehen, eine Rundung der Erde. Warum das aber nicht erwartet wird auf einer Globuserde, das zeige ich euch zusammen mit der Amy. So, ich hoffe, ich kann das ja einigermaßen gut darstellen. Jetzt brauchen wir als erstes einmal eine Erde. Die Erde hat natürlich einen Nordpol. Ja, für die Räumlichkeit zeichne ich da nochmal einen Breitengrad ein und ja, natürlich den Äquator. Was hat eine Erde noch? Natürlich ein Mittelpunkt, und die Strecke von Mittelpunkt zu Rand ist der Erdradius. Ja, und da oben, der kleine Strich, das ist die Amy, meine Assistentin. Hallo Amy. Ja, und was macht die Amy da oben? Die schaut Richtung Horizont. Der Horizont ist die Linie zwischen dem, was wir vom Himmel sehen können, und dem, was wir von der Landschaft sehen können. Die Landschaft, die eben die Sicht zum Himmel weiter versperrt. Und wie wir sehen können, ist der Horizont eine kerzengerade Linie, so wie es auch Flacherdler behaupten. Aber Flacherdler nehmen eben diese gerade Horizontlinie als Beweis dafür, dass die Erde keine Kugel sein kann, sondern flach sein muss. Warum aber auf einer Kugelerde auch keine Krümmung erwartet wird, zumindest nicht in dieser Höhe, zeigt euch die Amy jetzt mal ganz genau. Die Amy zeigt jetzt Richtung Norden. Ja, genau, Norden passt. Das zeichne ich da jetzt mal ein. Das ist jetzt also unsere Sichtlinie. Ja, und wie wir sehen, so wie es auch die flache Erdewelt sagt, der Horizont ist kerzengerade. Das gleiche ist natürlich auch gegenüberliegend. Das zeichne ich auch mal ein. So, unsere Sichtlinie. Und das ist der Horizont. Bis dahin kann ich schauen. Der Horizont ist quasi der weit entfernteste sichtbare Punkt. Ja, und wie man auch da sieht, ist die Horizontlinie kerzengerade. Aber was wäre, wenn die Enden der Linien wirklich nach unten zeigen würden und wir sowohl im Norden als auch im Süden eine Erdkrümmung erkennen würden? Ja, da gäbe es nur eine einzige Möglichkeit, welche Form unser Planet haben könnte. Ja, und zwar wie eine Bratwurst. Ja, oder zumindest ein zylindrischer Körper wie der Baumstamm da. Da sehen wir, da ist eine Krümmung. Und vorne nach hinten durch, da kann ich eine Krümmung erkennen. Aber es gibt ja auch noch Osten, kerzengerade, und es gibt den Westen, ja, auch kerzengerade, da ist jetzt der Berg dazwischen. Und wenn wir uns einfach mal im Kreis drehen und den Horizont immer im Auge behalten, da werden wir erkennen, dass wir eine durchgezogene, kerzengerade Horizontlinie haben, ohne Auf- und Abs der Horizontlinie, also da ist keine Welle drin oder sonst irgendwas. Also es gäbe schon eine Möglichkeit, auf der Erde eine Erdkrümmung zu sehen. Dafür müsste ich die Erde in der Mitte durchschneiden. Somit könnte ich dann das Innere sehen. Ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Auch wäre von meinem Betrachterpunkt aus die Entfernung zu den Enden der Krümmung wesentlich weiter als zu der oberen Spitze der Krümmung. Die Amy zeigt uns jetzt mal alle Punkte in 360 Grad Drehung der Horizontlinie. Ja, die zeichne ich jetzt auch mal ein. Und die kann man verbinden zu einem Kreis. Also ich gehe jetzt da mal von einer aalglatten Erde aus wie auf der Meeresoberfläche. Und da sind natürlich alle Punkte gleich weit von mir entfernt.
Ja, natürlich sind auch alle Punkte gleich weit vom Erdzentrum entfernt. Also in der Theorie, ich gehe jetzt einmal von einem mittleren Radius von 6.371 Kilometer aus. Ja, und somit ergeben alle Punkte, die unseren Horizont eben ausmachen, einen perfekten Kreis, zumindest in der Theorie. Den habe ich jetzt mal ein wenig kleiner skaliert, ja, in der Größe von einem Hula-Hoop-Reifen. Die Amy zeigt uns jetzt wieder alle Punkte. Wie groß der Kreis tatsächlich wird, das kann man auch berechnen. Das mache ich jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Also wie gesagt, ich gehe von einem mittleren Erdradius von 6.371 Kilometer aus. Die Höhe habe ich einfach mal angenommen in 2 Meter, sprich 0,002 Kilometer. Angewendet habe ich den ganz normalen Satz des Pythagoras. Ist ja auch so ein Ding, wo sich viele Flacherdler damit brüsten, dass die auch ein bisschen Mathematik können. Kannst du überhaupt den Satz des Pythagoras? Ich denke mal, das war 7. Klasse. Also von daher keine Raketenwissenschaft. Unsere Entfernung zum Horizont beträgt zumindest rein rechnerisch 5,05 Kilometer in etwa. Und die stecken wir uns jetzt ringsum ab, damit die Größe des Kreises gleich bleibt. Weil wir müssen jetzt mit der Höhe spielen. Und da verändert sich natürlich unser Horizontbereich. Also wir würden mehr von der Erde sehen, wenn wir weiter rauskommen. Das zeige ich euch jetzt einmal in einem Beispiel. Also da haben wir wieder unsere Erde, unsere 5,05 Kilometer. Ja, da ist der Horizont. Und angenommen, wir gehen jetzt weiter raus in den Weltraum, zum Beispiel von der ISS, dann haben wir einen viel größeren Bereich der Erde, den wir sehen können. Also unser Horizont wandert weiter weg, je höher wir sind. Vom Mond aus natürlich noch viel extremer. Da können wir schon fast die halbe Erdkugel sehen. Ja, und da ist wieder unser Horizontkreis. Man kann einen durchgehenden Kreisbogen sehen, aber warum kann man von der Erdoberfläche aus keine Erdkrümmung sehen? Das machen wir jetzt nochmal deutlich. Ja, wenn der Betrachter und unser Horizontkreis die gleiche Höhe haben, dann sehen wir wie vorher auch eine durchgezogene Horizontlinie. Also ohne Bogen, ohne Wellen, ohne alles. Also einfach nur eine durchgezogene gerade Linie. Wenn aber der Betrachter seine Position nach oben verlagert oder wie in unserem Beispiel der Ring nach unten verlagert wird, dann können wir, wenn wir das jetzt aus der Amy ihre Perspektive nochmal anschauen, sehen, wie zunehmend eine Krümmung deutlich wird. Und da ist es einfach nur eine Sache der Perspektive. Im Prinzip liegt genau in diesem Teil die ganze Magie. Und da schaffen es Flacherdler einfach nicht, diese Barriere zu überwinden, diese gedankliche Barriere. Die verharren zu sehr auf ihre Flacherdtheorie und trauen sich da nicht allzu weit weg, um einfach mal über ihren Tellerrand zu schauen. Und so, wenn man sich das verinnerlicht, wenn man auch gewillt ist, seine Theorie zu überdenken, dann ist es im Prinzip ganz einfach zu verstehen. Jetzt habe ich den Flacherdlern auch nur einen Zahn bisher gezogen, und zwar durch das, dass ich gezeigt habe, dass auf einer Globuserde eine Erdkrümmung ja gar nicht erwartet wird. Man müsste sich schon auf eine Höhe von 15 Kilometern begeben, wenn nicht sogar 20 Kilometer, um überhaupt mal darüber nachzudenken, eine Erdkrümmung visuell einzufangen. Und selbst da müsste man sich mit recht ernüchternden Ergebnissen zufrieden geben. Aber wie kann ich trotzdem auf der Erdoberfläche eine Erdkrümmung zeigen, also sichtbar machen? Unsere Berechnungen, die basieren ja bis jetzt auf der Annahme, wir befinden uns auf einer Erde, die gleich hoch ist, gleich breit und immer den gleichen Radius hat und die Oberfläche natürlich glatt ist, wie es auf dem Meer der Fall ist. Jetzt sind wir, wie man auf dem Bild sieht, in einer hügeligen Landschaft. Ich selbst bin ein bisschen höher, die Berge im Hintergrund sind ein bisschen höher und von Berg zu Berg kann ich natürlich viel weiter schauen als auf dem Meer. Also auch wenn ich von einem Berg mal vielleicht den Fuß nicht sehe, aber die Spitze, die kann ich dann auf jeden Fall sehen. Somit zieht sich mein
Horizont viel weiter nach hinten. Und das nutzen wir jetzt ganz einfach mal, um die Erdkrümmung ein wenig zu veranschaulichen. Ich bin jetzt auf dem Schamelsberg. Der hat die Höhe von 467 Meter. Der hat sich halt ganz gut geeignet, ja, um jetzt da das Video zu machen, rundum Blick eben auf den Horizont. Vor mir liegt der Raue Kulm mit 682 Metern. Ja, der hat eine Entfernung von 17,08 Kilometer. Und gleich daneben ist eben der Steinwald und der hat eine Höhe von 946 Meter, also nochmal wesentlich höher als der Raue Kulm. Ja, der hat eine Entfernung von knapp 30 Kilometer, 29,31 Kilometer. Und was wir da beobachten können, ist, dass die Spitze vom Rauen Kulm, obwohl der ein paar hundert Meter tiefer ist, also niedriger ist, trotzdem über die höchste Stelle vom Steinwald hinausragt. Kommt natürlich dazu, dass der Schamelsberg ja auch nochmal wesentlich tiefer ist als der Raue Kulm. Aber ja, vielleicht lasse ich da den Flachedlern selber mal rechnen. Es wird sich auf jeden Fall so ergeben, dass der Steinwald wesentlich absackt. Ich meine, das kann man auch berechnen. Also wir haben eine Höhendifferenz, was jetzt die Erdkrümmung betrifft, beim Rauen Kulm. Das dürften etwa 17,8 Meter sein, was wir Höhendifferenz haben. Und zum Steinwald, der ungefähr doppelt so weit weg ist, sollte man annehmen, vielleicht im ersten Moment, dass der vielleicht das Doppelte von 17,8 Meter hat, aber tatsächlich sind 70,7 Meter Höhendifferenz. Also mit der Entfernung nimmt auch die Höhendifferenz natürlich zu, wie es halt auf einer runden Erde zu erwarten ist. Und ich will trotzdem nochmal auf die Größenverhältnisse eingehen. Also manche Flacherdler haben tatsächlich ein Problem damit zu verstehen, wie viel 40.000 Kilometer eigentlich sind. Ja, zu verstehen, wie groß unsere Erde eigentlich ist. Deswegen machen wir jetzt mal da eine erweiterte Rechnung zu dem, was wir vorhin gemacht haben. Angenommen eben unser Horizontkreis sind 5,05 Kilometer. Und da gibt es ja einen Unterschied zwischen unserer Sichtlinie bzw. unserer Luftlinie und der Bogenstrecke. Also was es da für einen Unterschied wäre. Und da mache ich dann auch nochmal eine kleine Berechnung im Schnelldurchlauf, dass wir da mal einen Unterschied feststellen können, wie wenig der Bogen eigentlich ausmacht. Wir kennen ja die Strecke von Betrachter zu Horizont. Jetzt müssen wir halt den Alpha ausrechnen von Mittelpunkt zu Betrachter und Mittelpunkt zu Horizont. Dafür verwende ich den Cosinussatz nach Alpha. Dann errechnen wir einfach unseren Winkel, mit dem wir dann die Luftlinienstrecke errechnen können. Beides vergleichen wir dann untereinander und schauen, welche Streckendifferenz da rauskommt. Also da wird unseren Winkel 0,045, 307 bla bla bla. Die Formel ist jetzt leider verdeckt, da steht noch ein R mal Pi mal Alpha geteilt durch 180. Da bekommen wir unsere Bogenstrecke raus und darunter habe ich gleich die Luftlinienstrecke hingeschrieben. Und der Unterschied, der ist wirklich marginal. Der soll halt einfach nochmal deutlich machen, wie groß unsere Erde eigentlich ist und wie groß der Radius ist bei einem Umfang von 40.000 Kilometer und ja, wie stumpfsinnig es eigentlich ist von Flacherdlern auf irgendeine Wiese, auf irgendein Feld oder aus irgendeinem Fenster zu schauen, ja eben keine Krümmung zu erkennen und dadurch ableiten, die Erde muss flach sein. Also wie ihr seht, die Emmy hat nicht nur den Hula-Hoop-Reifen zerstört, sondern nebenbei auch noch die ganze Flacherdwelt. Ja, wenn dir das gefallen hat, was du siehst, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen. Wenn du nichts verpassen willst, abonniere die Glocke, lass ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.